Und damit wollen wir hier in Berlin zu Dorothea Schupelius schauen, die das Ganze für uns einordnen wird. Guten Morgen, Dorothea. Also nur noch Bett, Brot, Seife für bestimmte Flüchtlingsgruppen. Wie wahrscheinlich ist es denn tatsächlich, dass dieses Prinzip auch umgesetzt wird? Weil die Grünen, die dürften dagegen ja Sturm laufen. Teil des Pakets, was mit auf diesen Asylgipfel gebracht werden soll, sind verschnellerte Abschiebungen und drastische Leistungskürzungen bei Flüchtlingen, die über ein sicheres europäisches Drittland einreisen. Hier fragt man sich allerdings, wie die Registrierung dieser sogenannten Dublin-Fälle dann stattfinden sollen und die daraus resultierenden Kürzungen. Denn momentan gelingt es ja auch nicht, die sogenannten Dublin-Fälle zurück in die sicheren Drittstaaten zu bringen. Zum Beispiel nach Bulgarien und Italien. Da gehen nämlich kaum welche zurück. Unter anderem auch, weil die anderen Länder sie gar nicht zurücknehmen wollen, aber auch, weil vor Ort eine bürokratische Überforderung herrscht. Die müsste angegangen werden. Das wäre dann ein wichtiger Punkt. Und bei den Abschiebungen, da müsste man an die Rückführungsabkommen ran und vor allen Dingen mit den Grünen, Carsten, du sprichst sie ja gerade schon an, die wichtige Frage klären, wird abgeschoben nach Afghanistan und Syrien oder nicht. Der Kanzler hatte dies ja schon nach dem Attentat in Mannheim versprochen. Das Grünen geführte Außenministerium, das sind die, die sich hier bisher quergestellt haben und sich das nicht vorstellen können. Dorothea, nun haben wir ja viele Vorschläge. Die Grünen legen jetzt auch noch ein eigenes Papier vor. Und interessant ist dabei ja auch, dass keiner dieser Vorschläge der jeweiligen Parteien auskommt, ohne gegen die anderen noch mal ordentlich zu sticheln. Deswegen, was kann man denn überhaupt von dieser Taskforce erwarten? Also geht es da einfach nur darum, dass man sich koordiniert, dass man sich abstimmt, dass in den Ländern, die ja auch teils CDU regiert sind, dass dann auch das umgesetzt wird, was die Bundesregierung sich vorstellt? Politisches Kalkül spielt hier natürlich überall eine Rolle. Landtagswahlen stehen an. Was Friedrich Merz gemacht hat, als er den Bundeskanzler mit seinem Angebot der Zusammenarbeit quasi schachmatt gesetzt hat, war ja auch politisches Kalkül. Und die Parteien haben unterschiedliche Ansätze, wenn es um Migrationspolitik geht. Ich würde gerne noch einmal auf dieses Machtspiel zwischen dem Bundeskanzler und dem Unionsführer zu sprechen kommen. Denn gestern hatte Friedrich Merz ja versucht, Kanzler zu spielen. Er hatte dem Bundeskanzler die Hand gereicht, um in der Not der überforderten Ampelkoalition in der Migrationspolitik zu helfen. Die Reaktion des Bundeskanzlers nimmt Friedrich Merz etwas den Wind aus den Segeln, denn er hatte dem Bundeskanzler angeboten, seine Richtlinienkompetenz geltend zu machen, ohne Grüne und FDP mit Union eine Mehrheit zu bekommen. Und schwupps sitzt Friedrich Merz in einem Arbeitskreis mit FDP, mit Grünen, mit Robert Habeck und der SPD auf einem Asylgipfel, dem schon mehrere zuvor gegangen waren, wo am Ende das Ergebnis nicht nur für die Union, sondern auch für die anderen Parteien und vor allem für die Länder nicht gerade befriedigend waren. Dorothea, danke für den Moment.